Heute werde ich euch eine Pflanzidee mit der Teppichfetthenne zeigen. Ja, und letzten Endes soll das Ganze auch schon, ich sag mal, ein wenig herbstlich werden. Bevor ich jetzt aber loslegen kann, muss ich mal hier zunächst die alte Bepflanzung aus der Schale hinausnehmen. Seinerzeit hatte ich da Hornveilchen eingepflanzt und dann hatte ich auch noch mit Birkenzweigen gearbeitet. Ich vermute, das Ganze ist hier auch ordentlich durchgewurzelt im Laufe der Zeit. Und ich bin jetzt auch ganz ehrlich zu euch, die Hornveilchen werden jetzt in meinem Fall auch gleich entsorgt werden. Boah, der ist aber richtig gut eingetrocknet, dieser Birkenring. Birkenring, ja so rum. Den werde ich jetzt allen Ernstes mal beiseite legen. Den kann ich vielleicht für zukünftige Frühlingsprojekte noch gebrauchen. Oh, die sind aber wirklich gut durchgewurzelt. Ja, freut mich. Aber das macht jetzt keinen Sinn mehr, die aufzuheben. Ich sage jetzt mal ganz einfach, die Zeit für die ist jetzt nun mal leider vorbei. Also ursprünglich hatte ich jetzt eigentlich vorgehabt, diese alte Blumenerde mit etwas neuer Blumenerde zu vermischen. Allerdings scheint hier in diesem Topf ein Ameisennest zu sein und von daher wird das jetzt in meinem Garten entsorgt werden. Erfreulicherweise war jetzt doch kein Ameisennest in meinem Topf vorhanden. Wenn ihr den Verdacht haben solltet, dann lieber die Blumenerde austauschen. Sicher ist sicher. Ja, jedenfalls hat dieser Topf auch ein Abzugsloch. Da hatte ich seinerzeit schon diesen Stein drauf platziert, damit das Substrat halt nicht, ja, ich sag mal, hinausgeschwemmt werden wird. Und der wird jetzt hier mal zunächst mit Blumenerde befüllt werden. Ist jetzt in meinem Fall, ich sage jetzt einfach mal, eine stinknormale Blumenerde. Mal gucken, ob das gleich ausreichen wird. Ich muss jetzt natürlich auch noch Platz lassen. Da sollen ja gleich auch noch die Pflanzen platziert werden oder vielmehr die Teppichfetthenne. Das sind übrigens auch Pflanzen, die sind super bienenfreundlich, aber auch natürlich für andere Insekten geeignet. Ich denke, ich brauche gleich 4 Pflanzen. Ja, noch mehr Blumenerde darf da jetzt eigentlich gar nicht rein. Und mir ist jetzt noch was eingefallen, was ich vergessen habe. Ich hole das mal eben schnell rüber. So, das ist jetzt hier auch keine komplett neue Pflanzidee. Ich wollte hier in der Mitte noch einen Topf platzieren und da kann man dann die Pflanzen immer wieder austauschen. Ich muss mich allerdings noch entscheiden, welche Pflanze ich da gleich platzieren werde. Ich hatte im Gartencenter mir jetzt 2 Pflanzen mitgenommen und die erinnern mich persönlich auch schon so etwas an die herbstliche Stimmung. Ich weiß nicht warum, aber ist halt mein Empfinden. Für andere ist es wahrscheinlich noch eine Sommerdeko oder sagen wir es mal so rum, eine spätsommerliche Pflanzidee. Ne? So kann man es ja auch sagen. Mal eben hier Lucky. Ja. Ach, ich wollte noch den Durchmesser für euch ausmessen. Der hier, der hat jetzt in etwa 14 cm im oberen Bereich. Die Länge 11 cm. Oder die Höhe vielmehr. Der hier hat so 33. Also außen, oben. Und die Höhe beträgt 15 cm. Also 33 Durchmesser, Höhe 15. So, den platzieren wir mal in die Mitte. Mal eben hier Lucky. So, dann komm mal her. Die habe ich auch im Garten. Ne? Das sind mehrjährige Pflanzen. Wenn das dann im Laufe der Zeit irgendwann mal zu groß geworden sein sollte, also halt die Teppichfetthenne, dann könnt ihr die auch ganz entspannt in den Garten auspflanzen. Die sind auf jeden Fall winterhart. Beim Pflanzen achte ich jetzt auch gleich darauf, dass ich das hier nicht bündig bis oben hin auffülle, weil das wird ja auch mal gewässert werden und ansonsten wird mir halt das Substrat aus dem Topf hinausgeschwemmt werden. Und dann hätte man halt auf seiner Terrasse, Balkon, wo auch immer, ich sag mal eine kleine Schweinerei, muss ja nicht sein, kann man ja letzten Endes dann so auch vermeiden. Wenn euch jetzt hier auch mal was abbrechen sollte, ist mir vorhin beim Transport passiert, das kann man dann so in die Erde stecken. Normalerweise bilden die auch ganz gut daran wieder Wurzeln. Das wäre dann halt auch die Art und Weise, um sich da Ableger, zu ziehen oder heranzuziehen. So, komm mal her. Nehmen wir mal erstmal dich, die ist ein bisschen größer als die anderen. Ja, teilweise sind die aber jetzt auch zu nass, teilweise zu trocken. Die hier ist zu trocken. Ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, ob das alles die gleichen sind. Wenn man genau hinguckt, die haben ein anderes Blatt als die hier. Aber man muss wirklich ganz genau hingucken. Ich hätte jetzt auch noch eine 5. Pflanze als Reserve. Ja, mal schauen. Ich möchte das Ganze, wie heißt es, auch richtig schön, ich sag mal, üppig bepflanzt haben. Aber normalerweise können die da so, ich sag mal, 1-2 Jahre Minimum drin bleiben, wenn nicht sogar noch länger. Muss man einfach gucken, wie sich das Ganze halt im Laufe der Zeit entwickelt. Und eine Info habe ich noch für euch. Die Pflanzen nicht tiefer pflanzen, als die zuvor in den Töpfen waren.
Das mögen die nicht so gerne und dann können die sich auch nicht so gut entwickeln, wenn man die jetzt übertrieben tief pflanzen würde. Und achtet auch immer darauf, dass hier keine Hohlräume an den Wurzeln sind. Das mögen die auch nicht, ne? Also dass die Blumenerde wirklich überall bündig verteilt ist. Der Topf hier vielleicht gleich doch noch ein bisschen höher, aber das kann ich gleich noch entscheiden. Und dann werde ich jetzt mal meinen Zeitraffer ein bisschen reinhauen. Ja, ich setze den Topf jetzt noch ein bisschen höher. Das war mir jetzt ein Tacken zu niedrig. Einfach hier mit Blumenerde mal auffüllen. Natürlich jetzt nicht bis oben hin. Der soll so etwas in dem größeren Blumentopf, ich sag mal, drin versenkt sein. Müsst ihr jetzt nur vorsichtig sein, ne? Nicht, dass man da aus Versehen was abbricht bei der Teppichfetthenne. Aber die sind richtig cool. Vor allen Dingen die Bienen, die lieben die Pflanzen. Hummeln auch. Schmetterlinge kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Konnte ich bisher noch nicht dran beobachten. Aber auf jeden Fall für die anderen Insekten super gut geeignet. Auch die Pflanze, die jetzt gleich noch in den kleinen Blumentopf mit hineinkommen wird. Das sind auch beides Pflanzen, die sind auch insektenfreundlich. Weil ich persönlich achte da jetzt immer mehr drauf, oder schon seit etlichen Jahren, wenn ich mir Pflanzen kaufe, dass auch die Bienen etwas davon haben. Natürlich habe ich auch Pflanzen im Garten, die nützen den Insekten letzten Endes gar nichts. Ich sag mal zum Beispiel, wenn ich jetzt richtig informiert bin, die Hortensien. Das ist eher schlecht. Die sind halt mehr... Also ich sag mal, ich habe sie deshalb, erstmal, weil die wirklich auch wunderschön nun mal aussehen. Und ich brauche die für meine Bastelprojekte. Dafür brauche ich die auch definitiv. Aber man kann das ja auch gut im Garten durchmischen, ne? Aber wie gesagt, seit etlichen Jahren achte ich darauf, dass das auch für die Bienen passend ist. Ich versuche das auch bei den Sommerblumen. Da kriegt man es leider nicht immer hin. Es gibt auch, glaube ich, keine Sommerblumen, die wirklich das ganze Jahr überblühen. Ne? Das wäre toll. So wie jetzt zum Beispiel die Geranien. Aber das sieht auch so schon mal echt cool aus. Mal eben schauen, ob das hier alles so weit mittig platziert ist. Hohlräume sehe ich jetzt nichts mehr. Kann auch nichts mehr fühlen. Mal eben gucken. Ne, das sieht niedlich aus. Also noch tiefer würde ich den Topf jetzt auch nicht setzen. Bei den Blättern könnt ihr mal gucken, ob die dann Wurzeln bilden. Ich habe halt bisher immer nur so abgebrochene Teile einfach in die Erde gesteckt und dann hat es eine Weile gedauert und dann kamen halt Wurzeln. Ich zeige euch gleich mal die Teppichfetthenne, die bei mir im Garten am Wachsen ist. Die hatte ich allerdings dieses Jahr auch verpflanzt. Die Bepflanzung mit der Teppichfetthenne habe ich nun soweit fertig. Ja, und jetzt muss ich mich leider entscheiden, wer in die Mitte kommt. Entweder dieser Sonnenhut oder alternativ diese Glockenheide. Sind auch beides Pflanzen, die sind, wie heißt es, insektenfreundlich. Aber ich halte jetzt hier mal an. Ja, ich glaube, es wird der Sonnenhut werden. Ich nehme den Sonnenhut. Die, wie heißt es hier, Glockenheide. Kommt nachher in den Garten, beziehungsweise muss man gucken im Vorgarten. Die hat mich jetzt auch zum Glück nur 3 Euro gekostet. Ich wollte sowieso zum Herbst hin noch mehr Glockenheide kaufen. Ey, da ist ein bisschen Erde runtergekullert. Du kommst mal hier hinein. Mal eben Lucky. Ja, das passt ganz gut hier mit dem Töpfchen. So, ein Hauch Blumenerde kommt hinein. Dieser kleine Tontopf, der hat jetzt auch ein Abzugsloch vorhanden. Immer darauf achten, ne, dass überschüssiges Gießwasser auch abfließen kann. Ich drücke den hier jetzt ein bisschen hinein. So, jetzt wird es zwar ein bisschen tricky. Hier an die Ränder, da muss nämlich auch etwas Blumenerde. Ist nicht viel. Ja, und den pflanze ich dann aber im Frühjahr in den Garten, den Sonnenhut. Beim Sonnenhut sei jetzt mal leider erwähnt an dieser Stelle, die lieben Schnecken lieben den Sonnenhut auch. Ich pflanze den ab und an immer mal wieder in meinen Garten. Da gedeiht der auch, aber die Schnecken haben mir meinen mal wieder komplett zerfressen. Ich habe da auch schon Eierschalen dann drumherum eingearbeitet, hat geholfen, teilweise vergesse ich es dann aber auch. Und das ist echt schade mit dem Sonnenhut. Ich erhoffe mir, wenn er jetzt hier in dieser Schale ist, dass die Schnecken da nicht so schnell dran kommen. Vielleicht habe ich ja etwas Glück, wer weiß. Aber das solltet ihr beim Sonnenhut bedenken. Schnecken fahren auch voll auf den ab. So, lassen wir hier auch einen klitzekleinen Gießrand.
Wobei bei dem Töpfchen hier ist das jetzt vollkommen egal. Wenn es überläuft, dann geht es ja hier in den großen Topf hinein. Das ist dann echt Latte. Das machen wir mal eben beiseite. Das kommt gleich im Garten. Ah, ekliges Geräusch. Ich hasse so Kratzgeräusche. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag die nicht. Zack. Hab jetzt hoffentlich nichts abgebrochen. Nee. Ja, und ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich noch ein bisschen weiter dekorieren möchte. Werdet ihr ja sehen, ob das Video jetzt letzten Endes noch weitergehen sollte. Das ist jetzt mit Goldspray angesprühter Allium. Die Farbe, die ich immer verwende, beziehungsweise das Spray, was ich immer verwende, trage ich mal mit in der Videobeschreibung ein. So, dann habe ich hier auch noch etwas Steckdraht. So sieht der aus. Der kommt jetzt hier gleich in diesen Allium-Stiel hinein. Aus dem ganz einfachen Grund, ich habe mit dem Allium, was so Dekoration für draußen angeht, noch keine Erfahrungen gesammelt, bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Und mit dem Steckdraht erhoffe ich mir, dass der halt nicht umknickt, also halt der Stiel, ne? Und wie bereits erwähnt, ich selber habe damit jetzt noch keine Erfahrungen gemacht, was den Outdoor-Bereich angeht. Kann man es hier auch leichter hineinstecken. Boah, das sieht, glaube ich, ganz cool aus. Wenn ich es doch nicht leiden mag, dann baue ich es natürlich auch wieder ab. Aber ich denke, das ist mal was, hat nicht jeder. Stiele hier gerade abschneiden und habt das einfacher. Und dieser Allium, der stammt jetzt auch aus dem Garten, wer hätte es gedacht, von einer Freundin. Ja, der hier ist jetzt ein bisschen zickig. Der ist etwas krumm. Mal gucken. Irgendwas stimmt da noch nicht. Ich merke auch gerade, mein Goldspray ist noch nicht zu 100% trocken. Aber egal. Ich ziehe das jetzt hier weiter durch. Ah, jetzt geht's. Ich denke, da war irgendein Knubbel. Keine Ahnung. Ihr merkt auch mit dem Steckdraht, wenn ihr am Ende angekommen sein solltet. Ja, ich habe goldene Finger, aber ist nicht schlimm. Und kann aber gut möglich sein, dass ich das jetzt gleich wieder hinausnehmen werde. Natürlich jetzt hier nicht direkt in die Fetthenne hineinstochern. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Dekoration mit dem Allium jetzt einfach mal so zu lassen, wie sie halt gerade ist. Und in 1-2 Wochen trage ich mal in den Kommentaren ein, ob der immer noch so toll aussieht wie jetzt gerade aktuell im Video oder ob der halt durch die Witterung komplett auseinandergefallen sein sollte. Die Schale wird bei mir einen vollsonnigen Standort erhalten und gewässert werden wird das Ganze immer mit Regenwasser. Es sei denn, meine Regentonne ist leer, dann wässere ich natürlich auch mal mit Kranenberger. Ja, und alle benötigten Materialien bzw. Pflanzen für das Projekt findet ihr auch nochmal in der Videobeschreibung. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach. Bye! Diese Teppichfetthenne ist jetzt schon einige Jahre bei mir im Garten und die sind auch super geeignet für Steingärten beispielsweise.